Du glaubst, du hast deine Katze erzogen? Dann achte darauf, wer morgens die Uhrzeit bestimmt, wer deinen Sitzplatz übernimmt und wer Türen auf Kommando öffnet. Diese 9 Alltagsszenen zeigen, dass deine Katze vielleicht längst dich trainiert hat. Beim letzten Zeichen erfährst du, ob dahinter nur liebevolles Verwöhnen steckt oder eine Gewohnheit, die du besser ändern solltest. Deine Katze miaut, du reagierst. Sie schaut zur Tür, du stehst auf. Sie rührt ihr Futter nicht an und kurz darauf öffnest du eine andere Sorte. Das ist ein klares Beispiel für Katzenverhalten. Katzen beobachten unsere Reaktionen sehr genau. Führt ein Signal regelmäßig zum Erfolg, wird es wiederholt. So entsteht zwischen Mensch und Katze eine eigene Katzensprache. Nur merken wir oft nicht, wie viel davon unsere Katze bestimmt. Bei jedem Zeichen erfährst du deshalb, woran du es erkennst, warum sie es tut und wie du reagieren kannst, ohne Vertrauen oder Bindung zu beschädigen. Zeichen Nummer 1. Deine Katze bestimmt, wann dein Tag beginnt. Es ist kurz nach 4 Uhr. Plötzlich stehen 2 Pfoten auf deiner Brust. Dann folgt ein Miauen direkt neben deinem Ohr. Deine Katze möchte Frühstück. Jetzt stehst du auf und füllst den Napf. Lernt sie, welches Verhalten dich zuverlässig aus dem Bett bekommt. Wiederholt sich das, wird daraus schnell ein neuer Zeitplan. Der häufigste Fehler ist, manchmal nachzugeben und manchmal nicht. Diese Unberechenbarkeit kann sie noch hartnäckiger machen. Hilfreicher ist eine feste Morgenroutine. Frühstück gibt es zu deiner Zeit und nicht unmittelbar als Belohnung für nächtliches Miauen. So bleibt die Bindung liebevoll, aber der Wecker gehört wieder dir. Zeichen Nummer 2. Sie hat dich zum persönlichen Küchenchef gemacht. Du stellst frisches Futter hin. Deine Katze schnuppert kurz und geht davon, als hätte man ihr im Restaurant das falsche Gericht serviert. Wenig später fordert sie ein Leckerli oder wartet auf eine andere Sorte. Natürlich kann eine Katze Vorlieben haben. Auch Stress oder ungewohnte Gerüche können den Appetit verändern. Frisst sie plötzlich deutlich weniger, sollte das abgeklärt werden. Ist sie gesund und bekommt nach jeder Ablehnung sofort etwas Besseres, erkennt sie das Muster. Warten lohnt sich. Der Fehler ist, aus schlechtem Gewissen immer weiter nachzubessern. Besser sind geeignete Sorten und feste Fütterungszeiten, statt bei jedem kritischen Blick das Menü zu wechseln. Und falls du denkst, Futter und Schlaf seien schon deutlich, bei Zeichen Nummer 5 zeigt sich, ob du noch Katzenhalter bist oder bereits ihr persönliches Unterhaltungsprogramm. Zeichen Nummer 3. Einfaches Wasser ist ihr nicht luxuriös genug. Frisches Wasser ist wichtig. Viele Katzen mögen saubere, breite Näpfe oder einen Trinkbrunnen. Manche sitzen trotzdem vor dem Waschbecken, bis du den Hahn öffnest. Andere ignorieren den Napf, trinken aber aus deinem Glas. Zum Luxuszeichen wird es, wenn mehrere gute Wasserstellen vorhanden sind und sie trotzdem auf deinen persönlichen Service wartet. Erneuere das Wasser regelmäßig und biete passende Näpfe an. Komfort ist gut. Du musst aber nicht bei jedem Blick zum Wasserhahn sofort aufspringen. Zeichen Nummer 4. Der beste Platz im Haus gehört ihr. Du stehst kurz vom Sofa auf und kommst wenige Sekunden später zurück. Dein Platz ist besetzt. Deine Katze liegt genau in der warmen Mulde, die du hinterlassen hast. Das kann ein schönes Zeichen von Vertrauen sein. Der Platz ist warm, vertraut und riecht nach dir. Interessant wird es, wenn du automatisch ausweichst, am Sofarand sitzt oder nachts kaum Platz im Bett hast. Der Fehler ist nicht, ihr einen Lieblingsplatz zu gönnen. Doch du darfst sie freundlich auf eine Decke neben dir setzen. Nähe bleibt Nähe, auch wenn du deinen Platz zurückbekommst. Zeichen Nummer 5. Du bist ihr Unterhaltungsprogramm. Du kaufst eine Spielangel und einen Tunnel. Deine Katze entscheidet sich für den Karton oder einen Papierknäuel. Das ist normal. Einfache Dinge bewegen sich unvorhersehbar und wecken den Jagdinstinkt. Das eigentliche Zeichen kommt danach. Sie legt das Spielzeug vor deine Füße und wartet. Reagierst du nicht, landet es vielleicht auf deiner Tastatur. Sie möchte nicht nur ein Spielzeug. Sie möchte dich als Mitspieler. Gemeinsames Spiel stärkt eure Beziehung. Verwöhnt wird es, wenn sie jederzeit Unterhaltung fordert und du jede Tätigkeit unterbrichst. Kurze, verlässliche Spielzeiten lösen beides. Sie bekommt echte Aufmerksamkeit. Aber dein Arbeitstag wird nicht von spontanen Vorstellungen bestimmt. Das nächste Zeichen geht noch weiter. Es zeigt, ob deine Katze nicht nur deine Zeit, sondern bereits ihr gesamtes Revier durch dich verwalten lässt.
Zeichen Nummer 6. Jede Tür braucht einen menschlichen Türöffner. Deine Katze sitzt vor einer geschlossenen Tür und miaut. Du öffnest. Sie bleibt im Rahmen stehen, überlegt und geht schließlich hindurch. Du schließt die Tür. Wenige Sekunden später möchte sie zurück. Katzen mögen Kontrolle über ihr Revier. Eine geschlossene Tür wird deshalb schnell interessant. Das erklärt ihr Verhalten. Aber nicht, warum du 10-mal hintereinander aufstehst. Prüfe, ob sie wirklich Zugang zu einem wichtigen Bereich braucht oder nur gelernt hat, dass jede Forderung sofort erfüllt wird. Nicht jedes Miauen benötigt einen persönlichen Türservice. Zeichen Nummer 7. Sie weiß genau, wie sie Aufmerksamkeit bekommt. Du arbeitest am Laptop. Deine Katze setzt sich neben die Tastatur. Dann liegt eine Pfote auf deiner Hand. Kurz darauf sitzt sie zwischen dir und dem Bildschirm. Selbst Schimpfen kann Aufmerksamkeit sein. Aus Sicht deiner Katze hat die Unterbrechung funktioniert. Du hast aufgehört zu arbeiten und dich mit ihr beschäftigt. Manche schieben sogar einen Gegenstand an die Tischkante und beobachten deine Reaktion. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil Bewegung und Chaos zuverlässig Ergebnisse bringen. Hier liegt der wichtigste Aha-Moment. Oft trainiert die Katze uns nicht bewusst. Wir belohnen unabsichtlich genau das Verhalten, das uns später stört. Frage dich deshalb, belohne ich gerade ruhiges Verhalten oder nur die lauteste Unterbrechung? Gib ihr Aufmerksamkeit möglichst auch dann, wenn sie entspannt ist. So muss Nähe nicht erst durch Störung entstehen. Zeichen Nummer 8. Ihr Abendritual ist wichtiger als deins. Viele Katzen lieben feste Abläufe. Sie schlafen am gleichen Ort, warten auf dieselbe Decke oder kommen erst ins Bett, nachdem du dich hingelegt hast. Solche Rituale geben Sicherheit. Entscheidend ist, was passiert, wenn sich etwas verändert. Richtest du die Decke sofort, verschiebst deine Pläne oder bleibst unbequem liegen, nur damit alles exakt bleibt, dann beeinflusst ihre Routine längst deine eigene. Bewahre wichtige Grundstrukturen, aber erfülle nicht jedes Detail nur, um einen beleidigten Blick zu vermeiden. Kleine Veränderungen dürfen zum Alltag gehören. Das letzte Zeichen ist das stärkste. Dafür braucht deine Katze weder Miauen noch eine Pfote. Ein Blick reicht und du kennst deinen Auftrag. Zeichen Nummer 9. Sie steuert den Haushalt ohne ein Geräusch. Deine Katze sitzt vor dem Napf und schaut dich an. Du füllst ihn. Sie blickt zur Tür. Du stehst auf. Sie liegt auf deinem Platz. Du suchst dir einen anderen. Mit der Zeit entsteht eine stille Katzensprache. Du erkennst an Blick, Haltung und kleinen Bewegungen, was sie möchte. Das zeigt, wie gut ihr euch kennt. Doch bei einer sehr verwöhnten Katze läuft diese Kommunikation oft nur in eine Richtung. Sie sendet. Und du führst aus. Mach einen einfachen Test. Beobachte dich einen Tag lang und zähle, wie oft du allein wegen eines Blicks deine Tätigkeit änderst, nicht weil etwas nötig ist, sondern weil du ihre Erwartung bereits kennst. Vielleicht wirst du überrascht sein, wie gut sie dich erzogen hat. Ist eine verwöhnte Katze also ein Problem? Nicht unbedingt. Eine Katze, die Wünsche zeigt und Nähe sucht, fühlt sich häufig sicher. Sie hat Vertrauen und weiß, dass ihre Signale wahrgenommen werden. Problematisch wird es erst, wenn eine von 3 Grenzen überschritten wird. 1. Das Verwöhnen schadet ihrer Gesundheit, etwa durch ständig zusätzliche Leckerlis oder dauerndes Nachgeben beim Futter. 2. Unerwünschtes Verhalten wird immer stärker, weil es jedes Mal zum Erfolg führt. Zum Beispiel nächtliches Wecken oder lautes Fordern. 3. Euer Alltag leidet, weil du dich ärgerst, schlecht schläfst oder kaum ungestört arbeiten kannst. Hier ist der schnelle 3-Fragen-Check. Tut es meiner Katze gut? Tut es unserer Bindung gut? Kann ich diese Gewohnheit auch in einem Jahr noch entspannt beibehalten? Kannst du alle 3 Fragen mit Ja beantworten, ist es wahrscheinlich einfach liebevolles Verwöhnen. Bei einem Nein braucht es keinen Machtkampf. Meist helfen klare Routinen, verlässliche Aufmerksamkeit und freundliche Konsequenz. Du darfst deiner Katze frisches Wasser, einen Lieblingsplatz, gutes Futter und viel Nähe schenken. Liebe bedeutet aber nicht, jeden Wunsch sofort zu erfüllen. Welche Aufgabe hat deine Katze dir bereits beigebracht? Frühstücksdienst, Türöffner, Platzräumer oder persönlicher Animateur? Schreib genau diese eine Aufgabe in die Kommentare. So sehen wir, welcher Beruf unter Katzenhaltern am weitesten verbreitet ist.
Und wenn du erfahren möchtest, welche stillen Signale nicht Verwöhnung, sondern echtes Vertrauen zeigen, schau dir als nächstes unser Video über die verborgene Katzensprache an. Abonniere den Kanal, damit du das Verhalten, die Bedürfnisse und die Körpersprache deiner Katze jeden Tag ein kleines bisschen besser verstehst.